Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schmiede ich das erste Mal Mosaikdamast und zwar erfolgreich, nachdem es beim ersten Mal so überhaupt nicht geklappt hat. Und zwar schmiede ich diese Gürtelschnallen und ich will auch gar nicht zu lang drum herum reden. Auf jeden Fall habe ich das Video mit dieser neuen Kamera gefilmt, weshalb glaube ich auch einige coole Aufnahmen und Slow-Motions dabei sind. Auf jeden Fall muss diese Kamera leider noch bezahlt werden und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, sind 3 von den Gürtelschnallen, natürlich samt Gürtel, sind noch zu haben. Und da ist unten in der Videobeschreibung eine E-Mail-Adresse. Und solange wie die noch dort steht, solange könnt ihr euch eigentlich noch melden. Und da wäre ich euch auf jeden Fall sehr dankbar. Und ja, jetzt hätte ich gesagt, fangen wir direkt an. Ja, zum Plasmaschneiden habe ich mir da eine kleine Vorrichtung gebaut. Ich habe mir nämlich endlich einen billigen Plasmaschneider zugelegt. Das spart vor allem Zeit und Flexscheiben, eröffnet aber auch komplett neue Möglichkeiten. Nach dem Sauberschleifen der einzelnen Stähle habe ich dann das Paket mit den 20 Lagen zusammengeschweißt. Nach dem ersten Feuerschweißen wird das Paket auf 45 Grad gesetzt, wodurch sich die Lagen verbiegen und nach dem Ausschmieden mehrfach gestapelt das sogenannte W- oder auch W-Muster ergeben. Das ist immer beschrieben und gezeigt. Für das Wellen- oder W-Muster habe ich das Ganze 3-mal gestapelt, das war aber nur circa die Hälfte vom Damast, den Rest brauche ich dafür gar nicht. Oben auf kommen dann 2 Lagen hell, eine Schicht dunkel und ganz oben wieder eine Schicht hell. Unterhalb von den Wellenmuster kommt eine dunkle Schicht und dann sehr viele helle Lagen. Auch hier wird nach dem Feuerschweißen wieder auf 45 Grad gesetzt, um die Lagen O-förmig zu verbiegen. Das Ganze wird dann 3-mal gestapelt und wieder verschweißt.
Auch hier wird wieder auf 45 Grad gesetzt, aber diesmal habe ich komplett auf die 45 Grad umgeformt, also aus dem vorherigen Quadrat wird danach eine Raute. Damit das Muster dann symmetrisch wird, wird das Ganze 4-mal im Schachbrett gestapelt. Das ist übrigens die 4. und auch heikelste Feuerverschweißung aus dem ganzen Prozess. Dann schneide ich auch schon die Scheiben vom Muster für die Gürtelschnallen herunter. Weil ganz außen ganz kleine Risse waren, habe ich die zugepunktet, einfach damit der Damast dort nicht weiterreißt. Und ich glaube, das hat wirklich geholfen. Übrigens ist das sehr heikel bei Damast, den sollte man nie zu kalt schmieden, schon gar nicht mit großen Maschinen oder hydraulischen Pressen. Da richtet man nur mehr Schaden an, als dass man das Material umformt. Rotglut ist zum Umformen für Damast auf jeden Fall zu kalt. Nach dem vollendeten Schmieden habe ich erst einmal den Zunder abgeschliffen und das Ganze dann im Härteofen bei 750 Grad weichgeglüht. Ansonsten ist es nämlich unmöglich, später Löcher in den Damast zu bohren. Die Löcher dürfen natürlich auf keinen Fall durchgebohrt werden. Bügel und Knopf, beides habe ich aus Nägeln gefertigt, werden hart eingelötet. Ich habe mir da auf jeden Fall ein schöneres Ergebnis als bei meiner ersten Gürtelschnalle erhofft, was aber nicht unbedingt der Fall war. Um das schön zu verschweißen können, bräuchte man da eigentlich Wick. Jetzt geht's ans Härten. Man muss da nur etwas vorsichtig sein wegen der Lötstellen, dass die nicht wieder aufgehen. Die Rückseite wird gebürstet, ich habe das auch probiert Sand zu strahlen. Es ist leider relativ schwierig, da die Oberfläche schön zu bekommen. Schleifen ist ja jetzt, wo die Teile angelötet sind, nicht mehr möglich. Der Gürtel wird aus dickem Leder, die Lederfarbe, die ich verwende, ist unfassbar gut. Ich verlinke euch solche Sachen übrigens immer in der Videobeschreibung. Damit die Hinterseite nicht geätzt wird, habe ich die Seite lackiert. Nach dem Zwischenschliff, Polieren und Entfetten wird der Kontrast in kalt aufgegossenem Löskaffee für 3 Stunden geätzt. Für mich hat das immer die besten Ergebnisse geliefert. Damit die Schnalle möglichst flach wird, habe ich das Leder hier etwas dünner gehobelt. Dann wird das Ganze auch schon vernäht.
Und was haltet ihr von den Gürtelschnallen? Also ich finde, die sind ja echt super geworden. Auch wenn das Damastmuster nicht ganz so vom Prinzip funktioniert hat, wie ich es mir auf dem Zettel ausgedacht habe, finde ich, schaut es doch für die Schnalle echt cool aus. Auf jeden Fall, die E-Mail steht unten in der Videobeschreibung. Und jetzt werden wahrscheinlich einige fragen, kann man das auch von Hand schmieden? Also ich habe es natürlich beim ersten Mal auch von Hand probiert und das hat absolut nicht geklappt. Und deshalb war ich da jetzt sehr froh, dass ich da jetzt den Ajax habe. Wie gesagt, normaler Damast von Hand eigentlich überhaupt kein Problem, nur ein bisschen Kraftarbeit. Aber Mosaik-Damast ist schon eine andere Liga. Und man darf nicht vergessen, ich habe ja 4 Feuerverschweißungen gemacht. Und das kostet natürlich sonst einiges an Kraft. Und damit hätte ich auch schon gesagt, vielen Dank fürs Anschauen. Lasst mir gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal.